Wahre Handwerkskunst ist mehr als Wissen und Geschick. Es ist Leidenschaft. Das Herz von Felicitas Ziemehl schlägt für Stühle. Es gibt so schöne Stühle mit so schönen Formen und Stühle können auch einfach eine Zierde sein, so wie zum Beispiel so alte Kaffeehausstühle. Es ist selten, dass ich dass ich an einem Stuhl überhaupt nichts Gutes finde. Stühle sind doch toll. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe keine Stühle, da müsste man immer auf dem Boden sitzen. Stimmt, das wäre unpraktisch. Allerdings klappt das mit dem Sitzen auch nicht so gut, wenn das Sitzgeflecht kaputt ist. Das muss man öfters mal erneuern. Also mein Vorgänger hat das Stuhlflechtrohr festgeleimt. Das heißt, ich muss das jetzt leider ein bisschen aufbohren, die Löcher, damit die sauber sind. Aber ich werde es dann so flechten, dass das von unten verknotet wird, sodass man das später, wenn man es nochmal flechtet, nicht aufbohren muss. Diesen unschönen Arbeitsschritt, das Herausbohren des Klebers, kann sich ihr Nachfolger also zum Glück sparen. Die Löcher sind auch immer versetzt gebohrt, also einmal in die Richtung oder in die Richtung und einmal direkt nach unten, damit das nicht alles in einer Reihe ist, sonst wird durch die Spannung die Lochleiste irgendwann reißen. Das macht man auch so beim Polstern, dass man immer versetzt nagelt. Das ist ein Stuhl aus dem Spätbiedermeier aus Esche. Der ist von ungefähr 1850 Norddeutschland. Das alte Stuhlflechtrohr raus. Ja, klebt alles da drin wegen dem Leim. Schaue ich, dass die Löcher auch alles sauber sind. Jetzt kann ich das Gestell wegstellen und dann spanne ich den Sitz in meine Kluppe rein. Das hier nennt sich Kluppe, das Gestell. Das ist super, das kann man in alle Richtungen verdrehen, da kann man ganze Stühle einspannen. Also normalerweise muss ich auch nicht den Sitz abmachen. Das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich den Stuhl sowieso verleimen musste. So habe ich dann eine angenehme Arbeitshöhe. So, jetzt habe ich mir hier schon mal mein Stuhlflechtrohr vorbereitet. Das gibt es ja in verschiedenen Breiten, je nachdem wie groß der Lochabstand ist. Also davon hängt also ab, welche Breite man verwendet. Der Lochabstand ist hier relativ breit. Das heißt, ich muss ein breiteres Material nehmen. Also ich habe das jetzt mal ganz kurz in Wasser getaucht und besprüht mit einem Pflegespray, damit es besser durchrutscht. Werkzeug braucht man eigentlich nicht viel. Das ist eine Ahle. Damit kann ich die Löcher ein bisschen erweitern. Wenn es später geflochten ist, dann wird es ziemlich eng hier drin. Kann ich Platz schaffen. Dann hat man hier so Haltekeile, um die Enden festzuhalten, bevor man sie knotet. Ich habe hier eine Nagelschere, man kann auch einen Seitenschneider nehmen. Eigentlich braucht man da nicht viel. Ja, ich fange dann mal an. So. Das Stuhlflechtrohr hat übrigens eine glatte Seite, das ist die Rinde, und eine raue Seite, das ist dann innen. Und die glatte Seite muss nach oben. Hier flechte ich jetzt ein Wiener Geflecht rein oder Achteckgeflecht. Das besteht aus insgesamt 6 Lagen, 2 senkrechte, 2 waagrechte und dann am Ende kommen die 2 Diagonalen. Los geht es mit der ersten Senkrechten. Der Anfang ist noch ziemlich einfach. Das Flechtrohr aus der Rattanpalme wird durchgezogen,
mit einem Haltekeil festgemacht und über das nächste Loch wieder auf die andere Seite gezogen. So geht es weiter, bis der erste Faden ganz eingezogen ist. Der nächste Faden wird wieder festgekeilt und es kann weitergehen. Beim Flechten muss man auch darauf achten, dass man in die richtige Richtung flechtet, weil man muss immer fühlen, wo der Blattansatz ist. Und wenn man das von der falschen Seite durchzieht, dann bleibt das immer wieder hängen. Ja, das ist so ein bisschen erhaben. Ja? Die Pflanze, die wächst ja so und dann, also Sie müssen sich das vorstellen wie bei einem Gras, was dann rauswächst. Da wachsen dann die Blätter nach oben und natürlich ist es von der einen Seite dann schwer durchzuziehen, weil da ein Widerstand ist. Also das heißt, man muss schauen, dass man das in die richtige Richtung durchzieht. Der Unterschied ist schwer zu erkennen. Hier kommt es auf Fingerspitzengefühl und Erfahrung an. So, das war die erste Lage, jetzt kommt die zweite. Der Stuhl hier, der hat auch keinen Falz. Und wenn ein Sitz keinen Falz hat, dann kommt auch kein Rand drumherum, also keine Abdeckleiste, das ist eh nur Deko. Das wurde erst so ab Mitte des 19. Jahrhunderts gemacht, dass man da so eine Zierumrandung gemacht hat. Das genaue Wissen über die Möbelstücke und ihre Geschichte gehört für die Stuhlflechterin zu ihrem Handwerk dazu. Aber woher kommt eigentlich diese Liebe zu den Stühlen? Ich glaube, das liegt bei mir in den Genen. Weil meine Mutter heißt mit Mädchennamen Stuhler und das bedeutet Stuhlflechter. Aber ich habe schon immer Stühle geliebt. Es geht mir nicht ums Stuhlflechten in erster Linie, sondern einfach um diese alten Werte zu erhalten. Früher wurde für ein Leben gebaut. Da hat man geheiratet und hat sich eingerichtet und dementsprechend waren auch die Möbel hochwertig. Ich denke immer, der Schreiner, der den hergestellt hat, der wird sich freuen, dass ich das jetzt mache. Vor 170 Jahren wurde der Stuhl gebaut. Damals hat der Handwerker den Sitz schon genau so geflochten, wie Felicitas Ziemel es heute tut. So, das ist die dritte Lage, also die zweite Senkrechte. Die dritte Lage wird einfach über die Waagerechte gelegt. Das eigentliche Flechten hat noch nicht begonnen. Jetzt knote ich ein bisschen. Ich mache das so, wie man es früher gemacht hat. Andere machen das anders. Die schneiden die Fäden unten ab. Also das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn man sich für das Knoten entschieden hat, dann gibt es zwei Techniken. Die gebräuchlichste ist der Halbschlag- oder Schnürknoten. Der trägt zwar etwas mehr auf, aber Hauptsache das Flechtrohr sitzt straff und hält. Schneide ich es erstmal ein bisschen kürzer, damit es mir nicht im Weg ist beim Flechten. Am Ende wird es dann ganz kurz geschnitten. Nach dem Knoten kann ein Teil der Haltekeile wieder raus. Jetzt, mit der vierten Lage, beginnt das eigentliche Flechten. Auch das ist an sich kein Hexenwerk. Ein bisschen Erfahrung braucht man aber. Felicitas Ziemel besitzt davon zur Genüge, obwohl sie nicht immer Stuhlflechterin war. Vorher war ich im kaufmännischen Bereich, ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, bis zur Rente in dem Beruf weiterzuarbeiten. Und irgendwie hat mich das schon immer gereizt, eher was mit den Händen zu machen.
Und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, dass ich was ganz Neues anfange. An dem Tag, an dem ich zum ersten Mal beim Antiquitätenhändler in der Holzwerkstatt stand, wusste ich, dass das etwas ist, das ich weitermachen werde und machen möchte. Dass sie am Ende Stuhlflechterin wurde, hatte aber durchaus auch praktische Gründe. Weil ich so viele Stühle hatte, bei denen das Geflecht kaputt war. Also damals war ich ja noch im Angestelltenverhältnis, aber ich hatte schon 70 antike Stühle auf dem Dachboden stehen. Und es wurden immer mehr. Und dann habe ich das gelernt. Ich habe Stühle gesammelt. Ich konnte da nicht dran vorbeigehen. Ich habe ständig Stühle gekauft oder gesucht. Daraus dann gleich einen Beruf zu machen, ist allerdings mehr als konsequent. Am Anfang habe ich gedacht, ach, ob du das wirklich machen kannst, weil ich bin eigentlich nicht so jemand, der so geduldig ist und so Feinarbeiten macht. Ja, ich kann auch nicht nähen. Aber nach einer Weile hat es angefangen, mir Spaß zu machen. Ja. Die Welt braucht Stühle. Und wenn man sie nur an die Wand hängt. Ich finde, an der Wand sehen die auch gut aus. Besonders wenn es schöne Stühle sind. Inzwischen arbeitet die Ingelheimerin schon seit vielen Jahren als Stuhlflechterin. Die Erfahrung hat sie gelehrt, beim Material möglichst keine Kompromisse zu machen. Nur gute Fäden verwenden. Schlechte kommt weg. Ja, manchmal sind da so Sollbruchstellen drin. Besser, man schaut vorher, dass man die nicht verflechtet, sonst ärgert man sich, wenn man nochmal flechten muss. Ich fange immer gern von links an, weil ich Rechtshänder bin. Ein Linkshänder würde von der anderen Seite anfangen zu flechten. Jeder hat da so seine eigene Methode. Hauptsache, das, was am Ende dabei rauskommt, ist richtig, ne? Es gibt natürlich schon ein paar Grundregeln, die man beachten muss, ne? Zum Beispiel, dass man die zweite Senkrechte so ein bisschen neben die erste legt. Deswegen ist es auch besser, wenn man von links anfängt zu flechten. Es rutscht dann besser durch. Und die erste Diagonale zum Beispiel muss man über die Senkrechte und unter die Waagrechte. Weil das sonst das wird dann nicht flach, das wird dann so hubbelig. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist dann einfach nicht glatt. Und auf einem hubbeligen Geflecht will natürlich keiner sitzen. Die Arbeitsschritte wiederholen sich. Die losen Enden werden immer wieder verknotet und eingekürzt. Aber mit der Menge der Fäden wird die Arbeit trotzdem immer komplizierter. So, jetzt fange ich mit der ersten Diagonale an. Hier habe ich ein Ende einfach verflochten in die zweite Diagonale, weil das war so lang das Stück. Das wollte ich jetzt nicht wegwerfen. Das ist jetzt zwar nicht so genau nach Buch, aber das ist kein Problem. Jetzt werde ich das doch wieder anders einspannen, damit ich hier besser drankomme. Mit der ersten Diagonalen nehmen der Kraftaufwand und die Zahl der Windungen deutlich zu. Der Stuhlflechterin geht die Arbeit aber offensichtlich locker von der Hand. Das ist wie Stricken, wenn man es mal kann, dann muss man darüber nicht mehr nachdenken, ja? Wir machen es trotzdem und denken kurz mal drüber nach. Wie war das noch? Die erste Diagonale wird über der Senkrechten und unter der Waagerechten durchgeflochten. In den Löchern wird es langsam etwas eng. Jetzt kommt die Ahle zum Einsatz. Gehe ich da ganz vorsichtig rein und drücke das Stuhlflechtrohr ein bisschen zur Seite, damit ich hier besser durchkomme.
Der Aufwand beim Stuhlflechten hängt von der Zahl der einzelnen Löcher ab. Dieser Stuhl hat 72. Das ist eher wenig. Aber ein paar Stunden dauert die Arbeit schon. Es gibt sogar Stühle, bei denen die Reparatur Tage in Anspruch nehmen kann. Bei diesem Sitz kommt die Stuhlflechterin aber ziemlich gut voran. Das ist jetzt die zweite Diagonale und der letzte Arbeitsschritt. Wenn der Stuhl jetzt einen Falz hätte, wäre das der vorletzte Arbeitsschritt. Dann müsste ich noch einen Rand drumherum flechten, aber das brauche ich hier nicht. Klingt, als ob alles ganz einfach wäre, aber für Laien wird die Sache langsam unübersichtlich. Deshalb bitte nochmal zur Erinnerung, wie muss jetzt genau geflochten werden? Die zweite Diagonale geht unter den Längsfäden durch und über die Querfäden drüber. Ah, vielen Dank, das hilft. Und man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass es ganz allmählich Gestalt annimmt, das Wiener Geflecht mit seinem Achteckmuster. Aber warum muss es eigentlich ausgerechnet dieses Muster sein? Es gibt auch andere Muster, aber das Achteckgeflecht ist das einzige, das zum Sitzen geeignet ist. Das ist am stabilsten. Gut erklärt. Aber jetzt noch mal ganz blöd gefragt, wenn das Geflecht so stabil ist, wieso geht es dann überhaupt kaputt? Ja, das liegt an trockener Raumluft zum einen. Früher gab es ja keine Zentralheizung. Früher war die Qualität auch besser. Und da hat das natürlich schon 30, 40 Jahre gehalten. Man sollte sich in so einen Stuhl natürlich nicht reinfallen lassen, das ist klar. Macht aber der ein oder andere. Aber ja, das hängt wirklich sehr stark davon ab, wie die genutzt werden, wer da drauf sitzt. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Außerdem macht es Sinn, wenn man ein Kissen drunter legt. Das also das Gewicht ein bisschen verteilt. Auch wenn es nicht so schön aussieht wie ein Geflecht, verlängert das die Lebensdauer doch erheblich. Der respektvolle Umgang mit einem solchen Möbelstück kommt automatisch, wenn man sich einmal genau angeschaut hat, wie viel Zeit und Mühe es kostet, ein Geflecht aus Rattanfäden herzustellen. Hier ist eben alles reine Handarbeit. Jetzt knote ich noch mal kurz. Es gibt auch noch eine andere Technik, also nicht mit Knoten, sondern da zieht man den Faden hoch ins nächste Loch und flechtet dann drüber. Das sieht natürlich ein bisschen eleganter aus, aber das macht man dann eher bei Buchholzstühlen oder manchmal auch bei Lehnen, die hinten offen sind. Ja, aber hier sieht man es ja nicht. Ja. Da sieht man nur den schönen Stuhl. So, Endspurt. Spurt ist in diesem Falle vielleicht nicht ganz die richtige Bezeichnung, aber tatsächlich am Ende scheint alles ganz schnell zu gehen. Eine Hälfte der Sitzfläche ist schon fast fertig. Die Stuhlflechterin nähert sich im wahrsten Sinn des Wortes den letzten Metern. Je näher das Ende rückt, umso schneller werde ich. Und schließlich kommt der große Moment. Letzte Reihe.
Voila! Jetzt nur noch Knoten und dann ein bisschen Kosmetik. Für die Kosmetik hat natürlich auch die Nagelschere noch einmal ihren großen Auftritt. So, jetzt schleife ich das noch mal ein bisschen an. Unebenheiten. Und jetzt trenne ich noch die Fusseln so ein bisschen ab. Die fallen zwar von alleine ab mit der Zeit, aber es sieht ja erstmal ein bisschen schöner aus, wenn da nicht so viele Fusseln rausschauen. Von unten ist relativ egal, naja. Durch das kunstvolle Geflecht erstrahlt der alte Stuhlsitz in neuem Glanz. Aber ganz zufrieden ist die Stuhlflechterin noch nicht. Schon besser? So, jetzt noch zum Abschluss ein klein wenig Wachs. Ja, ich denke, das ist dann nicht so trocken, das Geflecht. Glänzt ein bisschen. So. Voila. Fertig. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.